Hallo und willkommen zur Folge 14. Wir fangen hier heute im Heckbereich an. Wir hatten ja beim letzten Video hier im Heck aufgehört und wollten da die Rundung noch setzen. Das ging aber nicht, weil wir hier unten eben die Deckbleche noch nicht festgeschweißt hatten. Das haben wir jetzt hier als erstes Mal nachgeholt. Entsprechend oben ein bisschen belastet, dass die schön anliegen, die Bleche. Und dann einmal hier quer durch den Heckbereich durchgerobbt und überall festgeschweißt. Und somit konnten wir entsprechend eben hier auch die zweite Rundung am Heck noch stellen. Hier hatten wir an dem Tag unsere Kameras mal nicht dabei, deswegen gibt es hier von jetzt nur mal eine Handyaufnahme, die wir zwischendurch gemacht haben. Aber ihr habt das Ganze ja im letzten Video auf der anderen Seite gesehen. Und ja, somit wie immer, was auf der einen Seite passiert, passiert auch auf der anderen Seite. Und wir haben die Rundung hier dran setzen können. Und somit können wir zu einem neuen Bauabschnitt kommen. In dem Fall jetzt die Deckbleche für das Vorschiff. Auch die müssen natürlich wie immer erst einmal vorbereitet werden, die Kanten entsprechend von der Schlacke befreien und mit der Kantenfräse einmal die Verbindung stellen, ja, an Kanten da einen 30 Grad Winkel, wo dann eben später die Schweißnaht reingelegt wird. Das sind natürlich insgesamt noch ein paar Teile mehr, als wir jetzt hier gerade die zwei gesehen haben in der Bearbeitung. Aber ihr kennt das, das muss ich euch nicht stundenlang zeigen. Und dann können wir das erste Teil mit der Rundung oben auflegen. Hier ist jetzt so ein bisschen das Besondere, dass wir ja mal wieder den Punkt finden mussten, wo es denn überhaupt hin muss. Denn nach vorne stehen die Längsstreben jetzt einfach noch über. Die werden eben dann angepasst, wenn das Deckblech drauf liegt. Wir haben aber weder nach vorne noch nach hinten noch irgendwo anders hin, außer zur Seite, tatsächlich ein Anschlagpunkt, der klar definiert ist. Und so mussten wir uns das jetzt hier erstmal wieder suchen und eben schauen mit den Spanten, wo eben das Blech an der Stelle zu liegen kommen muss, damit es korrekt liegt. Dementsprechend dauert natürlich das erste Legen dieses Bleches, dieser Rundung, entsprechend länger, mit ja, wieder ausmessen, die Mitte finden. Das war halt auch so ein Anhaltspunkt. Wir haben in der Mitte halt ein Blech drinne. Also kann man da schon mal hinzielen und muss dann eben von nach vorne hinten noch entsprechend die Punkte finden, wo es dann liegen soll. Nachdem wir uns dann sicher waren, dass wir diese Punkte gefunden haben, haben wir das erstmal hier kurz ein bisschen angeheftet. Einfach nur, damit es liegen bleibt. Also noch nicht quasi endgültig, falls man doch noch mal so ein kleines bisschen verschieben muss. Aber damit es eben auch nicht mehr wegrutscht, wenn wir jetzt die nächsten Bleche dann dran stecken. Und das können wir dann hiermit auch machen. Und das nächste Blech uns hochholen, erstmal hinlegen, vorne anstoßen lassen. Natürlich muss das Ganze hier gebogen werden, da ist natürlich eine Rundung drin, aber da haben wir jetzt auch gesagt, das machen wir jetzt mal alles Stück für Stück. Wir legen erstmal alle Bleche drauf, gucken, dass wir die positioniert bekommen, dass die Anstoßpunkte passen. Da können wir uns mit den Magneten dann wieder so ein bisschen behelfen, dass sie zusammenbleiben. Und dann schauen wir erst, ja, dass wir eben das Biegen dann noch durchführen und die endgültige Lage dann damit hinkriegen. Ihr seht das dann jetzt hier gleich, nur mit dem Magneten die beiden Teile verbunden, dass sie zusammenbleiben, nicht verrutschen. Und dann einmal runterklettern ins Vorschiff und sich das ganze Spielchen mal von unten anschauen. Wie da der Eindruck ist von der Lage, sind wir ausreichend dran oder ja, müssen wir vorne, hinten was verschieben. Nachdem die zwei dann aufgelegt sind, können wir einmal die Kamera versetzen. Die hängen natürlich hier hinten an einer der Streben dran. Aber da müssen natürlich jetzt hier die nächsten Bleche hin. An der Zahl hier 3, sodass dieses gesamte Vorschiff dann aus 6 einzelnen Bauteilen besteht. So langsam ergibt sich natürlich jetzt hier im Verlauf dann die Antwort auf die Frage, ob die Teile richtig liegen. Denn wenn wir hier hinten an den Spanten jetzt sauber rauskommen und an den Verbindungsstellen sauber anliegen, dann sind wir insgesamt von der Drehung natürlich richtig. Wir mussten hier an der Stelle natürlich auch noch ein bisschen aufpassen, dass wir uns die Spanten nicht verschieben. Das geht ja hier einfach nur nach oben. Aber in sich ist natürlich dieser ganze Bauabschnitt ja noch beweglich. Also der kann hin und her wackeln. Somit musste man hier schon sehr darauf achten, wenn man die Bleche eben dann noch nach dem Ablegen bewegen wollte, dass man sich nicht das Ganze verschiebt und nicht krumm drückt. Nachdem dann somit alles geprüft war, die richtige Lage, dass wir uns den Rahmen nicht verschoben haben, können wir natürlich entsprechend anfangen, das Ganze zu verschweißen. Das haben wir erstmal auf der Oberseite gemacht.
erstmal die Teile miteinander geheftet. Da sind hier die Phasenanschnitte von den Kanten entsprechend und somit eben erstmal die Bleche hier oben miteinander verbinden, um sie dann danach eben am Gestell zu befestigen. Da wir jetzt hier rundherum an der Stelle kein Geländer oder Gerüst aktuell haben wir den Basti hier mit einer Absturzsicherung am Kran festgemacht, sodass er da auch ohne Bedenken oben drauf rumlaufen kann. Vor allen Dingen eben beim Rauf- und Runtergehen am Umgang. Und trotz des vielen Kontrollieren und Messen haben wir hier natürlich mit den 6 Bauteilen wieder schnell einen entsprechenden optischen Fortschritt und hier mal eben das Vorschiffdach drauflegen. Und jetzt können wir es entsprechend auch von unten noch befestigen. Es hat sich dann durchs Eigengewicht schon mehr oder weniger an allen Stellen in die richtige Form gelegt und die Rundung angenommen, welche der Rahmen vorgegeben hat, sodass hier also kaum noch nachzuziehen war. An den Rändern so ein kleines bisschen, aber das ist nicht der Rede wert gewesen an der Stelle. Das hat sich von alleine an die richtige Form gelegt. Somit ist der Bauabschnitt dann eben auch recht zügig erledigt und wir können uns ein wenig mal in der Zeit zurückbewegen und mal einen kleinen Blick auf, gut vor einem Jahr auf die Baustelle werfen. Da sah das nämlich ungefähr so aus. Da hatten wir gerade mal den Bock stehen und wenn wir dann heute von oben gucken, haben wir eben hier schon den Umgang, das Vorschiffdeck und so weiter. Aber wir hören ja nicht auf, sondern es geht hier lustig weiter. Und für den nächsten Bauabschnitt kommt mal wieder der Plasmaschneider zum Einsatz. Hier stellt er jetzt gerade die Rückwand vom Salon her. Da haben wir lange gewartet, bis wir die geschnitten haben. Denn für die Gestaltung der Rückwand musste im Grunde auch so einigermaßen klar sein, wie wir den Innenraum aufbauen wollen, wo also was hinkommt, damit wir eben entsprechend die Eingangstür positionieren können, die Größe davon definieren können, aber eben auch eine Fensterposition, die da noch rein sollte, entsprechend überhaupt erstmal festlegen können. Und da wir uns entsprechend hier einfach mal grob festgelegt haben, wie wir das bauen wollen und wie wir den Innenraum gestalten wollen, konnten wir jetzt auch dieses Teil dann fertigen. Das besteht insgesamt aus 3 Teilen. Wir haben hier die Fensterteil, dann das Unterwandteil für diese Seite und dann gibt es noch ein kleines drittes Teil, was wir nachher noch zum Schluss dann anbringen werden. Wie schon vorhin bei den Vorschiffdeckblechen muss man natürlich auch hier wieder wie immer die Kanten bearbeiten, das Ganze wieder anfräsen und die Schlacke entfernen, das kennt ihr. Und im nächsten Step geht es jetzt darum, dann die Teile miteinander zu verbinden. Und da dieses Teil dann erstmal relativ frei im Raum stehen wird, haben wir uns dazu entschieden, dass wir hier schon im Liegen entsprechende Aussteifungen montieren, die wir so oder so brauchen. Und deswegen war jetzt hier die Vormontage ein bisschen aufwendiger, als wir das bei anderen Teilen bisher gemacht haben. Das hilft uns aber natürlich nachher beim Einsetzen des Teils ungemein, weil wir dann entsprechend die Stabilität natürlich drin haben, das nicht mehr wackeln kann und dann doch eben auch recht frei alleine stehen kann. Und dann lasse ich euch da mit der Montage mal ein kleines bisschen allein. Damit wir das fertig vorbereitete Teil einsetzen können, sind aber auch auf dem Boot noch Arbeiten notwendig. Wir haben ja erstmal unsere Hilfsbleche, die wir eingesetzt hatten, damit wir die Kanten nicht krumm treten, weil das Salondeckblech hier nach hinten einfach nur überhängt. Die mussten rausgetrennt werden. Genauso hier unten diese Aussteifungen, die von dem ganzen Heckdeck hier entsprechend bis ans Schott rangehen, müssen raus. Hier kommt jetzt im Grunde die Wand dann dazwischen und danach werden dort nochmal wieder Aussteifungen eingesetzt. Aber jetzt zur Montage der Wand muss das dementsprechend gelöst werden. Hier müssen wir gleich auch bei der Montage natürlich entsprechend aufpassen, weil sowohl das Heckdeck als auch das Salondeck sich natürlich jetzt hier bewegen können nach oben und unten.
Und da ist dann die richtige Lage und eine gerade Linie dann gleich ins Teil zu bekommen. Da müssen wir entsprechend, wie gesagt, aufpassen. Und dann war es soweit, dass das Bauteil entsprechend eingesetzt werden kann. Also haben wir es entsprechend wieder an den Kran gehangen und aufgerichtet. Und da wir mit dem Bauteil am Kran nicht fahren können, wir müssen jetzt hier noch viel weiter hinten ans Boot dran, haben wir es entsprechend jetzt hier erstmal auf den Gabelstapler umgelagert, machen jetzt erstmal die Kralle ab, können in aller Ruhe das Teil schon mal hinterfahren und positionieren und dann jetzt im nächsten Schritt den Kran auch umsetzen. Diese Transporte und das Umstellen ist aber auch schnell erledigt, das ist ja hier kein großer Aufwand, da mal eben hin und her zu fahren. So. Was jetzt wieder eine Besonderheit ist, das war jetzt das erste Bauteil, was wir nicht einfach über die Bordwand heben konnten, weil es dann einfach zu hoch ist und der Kran nicht gereicht hätte. Also haben wir es hier hinten über die Heckpartie ins Boot eingeschwenkt und abgesetzt. Der nächste Schritt war jetzt ein bisschen fummeliger. Ihr seht, dass unten an dem Teil bereits ein Flachstahl aufgeschweißt ist. Der muss jetzt eben unter die Deckbleche und unter die Aussteifungen, die dort drin sind. Das heißt, wir müssen das Teil jetzt hier entsprechend schräg legen und nach unten hin reinfummeln. Deswegen habe ich euch das auch mal nicht beschleunigt, dass ihr das einfach mal so ein bisschen sehen könnt, wie wir das jetzt hier gemacht haben. Ja, damit ist es auch reingerutscht und der Flachstahl unter dem Heckdeckteil zum Liegen gekommen und jetzt können wir anfangen, eben den Rest hier auszurichten. Entsprechend so halbwegs in die Waagerechte wieder zu ziehen, nach oben nochmal zu holen, weil wir waren dann natürlich ein bisschen drunter gerutscht. Man sieht das rechts so ein bisschen schön, dass es dann eben sich an das Salonblech auch anlehnt. Und links müssen wir es auch gleich noch auf den Umgang einschieben. Das steht hier ein kleines bisschen über in den Umgang rein. Und auch die Salon-Seitenwände werden später auf dem Umgang draufstehen. Und ja, so können wir uns das jetzt hier Stück für Stück ausrichten, wo es hin soll. Ausrichten ist natürlich genau das Stichwort, denn das ist natürlich jetzt hier nochmal so ein bisschen aufwendiger gewesen. Ich hatte eben schon gesagt, wir müssen hier auf die Höhen achten. Wir können jetzt nicht einfach hier das an das Salonblech dran braten, sondern muss nebenher auch kontrollieren, dass auch das Salonblech die richtige Höhe hat und an der richtigen Position ist und nicht einfach runterhängt, weil es ja eben überhängt übers Schott und da keine Ausschleifungen drunter sind zum jetzigen Zeitpunkt. Dementsprechend, ja, Basti krabbelt hier gerade ins Loch, um das von unten entsprechend zu begutachten. War das eben viel messen und gucken, noch mehr, wie das an anderen Stellen der Fall war. Nachdem dann schon mal klar war, dass wir zum Salonboden hin vernünftig stehen, konnten wir hier schon mal die ersten Schweißpunkte setzen und somit Salon mit Rückwand verbinden. Das geht natürlich dann auch wieder recht zügig, die paar Punkte da zu setzen, um eben die erste Festigkeit da reinzukriegen. Ist schnell passiert. Und so können wir unsere Kameraposition wieder verändern und ihr seht hier noch, wie wir auch da im späteren Durchgangsbereich der Tür den Boden, also den Salonboden mit der Hinterwand verbinden. Das gleiche musste dann natürlich auch mit dem Heckdeckblech passieren und Basti ist hier unten reingekrabbelt. Und ich werde jetzt hier gleich hier und da eben als Ballast dienen, um eben das Blech dann so weit dran zu drücken, dass er es von unten heften kann. Was dann hiermit jetzt auch passiert ist. Und somit ist unsere Seitenwand eingebaut, beziehungsweise es kommt jetzt hier eben noch das kleine rechte Stückchen noch mit dran. Das konnte man jetzt hier von Hand einsetzen, das war nicht sonderlich schwer. Aber somit ist jetzt hier die Rückwand eben auch schon deutlich zu erkennen. Und somit haben wir hier dieses Bauteil auch erfolgreich eingesetzt, nachdem jetzt nochmal die letzten Schweißpunkte gesetzt sind.
kann es erstmal so stehen bleiben. Man sieht es vielleicht hier in der Mitte links so ein bisschen. Wir haben da aktuell auch noch einen Hilfsstahlträger, der eben das vertikal festhält, sodass es da eben nicht schwingen kann. Weil natürlich hier jetzt einfach die Stabilität der nächsten Wände und des Dachs fehlt. Aber das sehen wir dann demnächst in den nächsten Baufortschritten. Bis dahin, auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann abonniert gerne unseren Kanal. Lasst auch gerne auf den Videos ein Like da, teilt sie mit Freunden. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne mit einem Thanks tun oder mit einer kleinen Kanalmitgliedschaft. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.